Willkommen bei Stuttgart 21. Der erste Aufzug in der Bahnsteighalle fährt. Ein sichtbares Zeichen dafür, dass der künftige Stuttgarter Hauptbahnhof weiter Formen annimmt. Insgesamt 12 Aufzüge verbinden die Bahnsteige mit den Verteilerstegen A, B und C und sorgen so für einen barrierefreien Weg von und zu den Zügen. Zwei Kollegen von der Firma Schindler erklären, welche Schritte dafür notwendig waren. Zur Fertigstellung der Aufzugsanlagen hier Stuttgart 21 waren verschiedene Arbeitsschritte notwendig. Angefangen mit dem Aufstellen des Schachtgerüstes, außen die Stahlträger einzubringen, an Position zu bringen, auszurichten, zu verschweißen. Dann über den Korrosionsschutzbeauftragten, der die ganzen Teile abnimmt, dann übers Lackieren und die Verglasung des Außenschachtgerüstes. Das Material ist über Gleicheinlieferung angekommen. Das geht nur nachts und nur einmal die Woche. Dann wird alles abgeladen und dann können wir starten mit der Montage. Dann beginnt die eigentliche Aufzugsmontage mit Einrüsten des Schachtes, mit Rüstebenen und das Schienenstellen der Aufzüge. Wichtigster und erster Schritt der Aufzugsmontage ist das Loten und Ausrichten der Führungsschienen des Aufzuges. Sieht man hier auf der rechten und linken Seite. Das ist enorm wichtig bei der Montage. Die müssen exakt ausgerichtet sein, sonst fährt die Aufzugsanlage nicht schön hoch und runter. Nach der Montage der Schienen wird hier der Antrieb im Projekt Stuttgart 21 unten in der Schachtgrube installiert. Das hat hier architektonische Gründe, um das offene Lichtkonzept des Bahnhofes mit den Lichtaugen auch hier zu gewährleisten, sind die Antriebe in der Schachtgrube untergebracht. Zum jetzigen Zeitpunkt der Montage sind wir in der Fertigstellung der Aufzugskabine. Der Aufzug fährt jetzt natürlich noch in Montagefahrt ein wenig langsamer als dann später im Normalbetrieb. Es gibt noch eine weitere Besonderheit. Hier in Stuttgart sind die Aufzugskabinen sowie Schachtgerüste komplett rund verglast. Die Aufzugstüren aber sind gerade. Das hat ganz einfache Gründe, dass die Türlaufzeiten viel kürzer sind bei geraden Türen als bei runden. Und auch die Ersatzteilverfügbarkeit bei geraden Türflügeln einfacher und schneller gewährleistet werden kann. Auch bei der Planung gibt es einiges zu beachten. Wichtig hier im Projekt vor Ort ist natürlich auch die architektonischen Vorgaben, die Richtlinien der Deutschen Bahn sowie die Behindertennorm hier zusammenzubringen und eben in diesem Aufzug als Gesamtkonzept umzusetzen. Die besonderen Herausforderungen hier sind tatsächlich die Logistik und die Koordination vor Ort. Der Bahnhof ist zwar sehr groß, aber auf die Bahnsteige selbst gibt es im Endeffekt nicht so viel Platz für uns alle. So, wir müssen uns immer da gut abstimmen, schauen, wer ist wann wo, welches Gewerk, Bodenleger zum Beispiel, Oberleitung, Montage, Aufzugeinlieferung. Das funktioniert alles gut, da machen alle mit und daher funktioniert es auch ganz gut. Zur Fertigstellung der Aufzugsanlagen müssen wir jetzt noch die Aufzugstüren fertig einbauen, sowie die Verglasung an der Decke fertig anbringen und dann noch die komplette Gebäudeleittechnik des Bahnhofs mit den Aufzügen zusammenbringen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, folgt gerne dem Kanal.